Hallo und herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich euch eins meiner absoluten Lieblingsrezepte, und zwar mache ich eine Zitronentat mit Baiser-Haube. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls euch mein Video gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo und ein Like freuen. Viel Spaß beim Zuschauen! Für den Mürbeteig nehme ich weiche Butter, Puderzucker, den solltet ihr unbedingt sieben, damit keine Klümpchen in den Teig kommen, eine Prise Salz, Vanillinzucker, gemahlene Mandeln, ein Ei und Mehl. Die Zutaten vermenge ich hier mit einem Handrührgerät, wer möchte, kann sie aber auch mit den Händen kneten. Wichtig ist, dass die Zutaten nur so lange vermengt werden, bis der Teig beginnt, einen Klumpen zu bilden. Den Teig wickle ich nun in Frischhaltefolie ein und lasse ihn 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank ruhen. Nach Ablauf der Kühlzeit heize ich den Backofen auf 180 Grad vor und hole den Teig aus dem Kühlschrank. Da der Teig recht klebrig ist, empfehle ich euch, ihn zwischen 2 Lagen Frischhaltefolie oder Backpapier auszurollen. Ich mache das jetzt so, dass ich den Teig zwischen 2 Lagen Folie etwas größer als der Durchmesser der Tartform ausrolle und dann die obere Folie abziehe. Mit Hilfe der unten liegenden Folie hebe ich den Mürbeteig an, drehe ihn um und lege ihn so auf die Form, dass er möglichst mittig und die Folie oben liegt. Am Rand der Form drücke ich den Teig leicht an und ziehe die Folie ab. Wie ihr seht, ist der Teigboden am Rand hier unterschiedlich hoch. Um die Seiten des Teigbodens anzupassen, drücke ich die höher stehenden Stellen nun mit den Fingern nach unten und zu den Seiten hin, sodass ein gleichmäßig dicker und ungefähr 2 cm hoher Rand entsteht. Damit sich beim Backen keine Luftbläschen bilden, steche ich den Boden mit einer Gabel mehrfach ein. Jetzt ist der Teigboden startklar zum Blindbacken. Hierfür zerknülle ich ein großes Stück Backpapier, falte es wieder auseinander und lege es auf den Teigboden. Durch das Zerknüllen wird das Papier flexibler und passt sich besser der Form an. Damit der Teigboden nun seine Form behält und beim Backen nicht zusammenfällt, sollte er noch beschwert werden. Dafür nehme ich hier Kichererbsen, ihr könnt aber auch andere Hülsenfrüchte oder spezielle Backkugeln verwenden. Den Teigboden backe ich nun im vorgeheizten Backofen 10 bis 15 Minuten vor. Anschließend entferne ich das Backpapier mit den Kichererbsen. Wie ihr erkennen könnt, ist der Teig am Boden noch nicht richtig durchgebacken. Deshalb backe ich den Teigboden nochmal 5 bis 10 Minuten, bis sich die Oberfläche goldbraun färbt. Wer möchte, kann den Boden auch schon am Vortag backen. Wenn ihr eine Backform ohne Hebeboden verwendet, dann solltet ihr den Mürbeteig nach dem Abkühlen aus der Form nehmen. Für die Zitronencreme reibe ich die Schale einer Zitrone und einer Limette in eine hitzebeständige Schüssel. Statt der Limette könnt ihr aber auch eine weitere Zitrone nehmen. Die abgeriebene Zitrone und Limette und eine weitere Zitrone presse ich nun aus und gieße den Saft durch ein Sieb, um das Fruchtfleisch und die Kerne aufzufangen.
Als nächstes trenne ich 2 Eier. Die Eigelbe gebe ich schon mal in die Schüssel mit den Zitronenzesten und die Eiweiße fange ich in einer separaten Schüssel auf und stelle sie für das Baiser zur Seite. In die Schüssel mit den Zesten und den Eigelben füge ich noch 2 ganze Eier und den Zucker hinzu und verquirle die Zutaten. Danach gieße ich den Zitronensaft hinzu und vermische alles gründlich miteinander. Jetzt muss die Eiermischung noch erwärmt und angedickt werden. Hierfür stelle ich die Schüssel in ein Wasserbad und löse den Zucker unter ständigem Rühren vollständig auf. Sobald der Zucker aufgelöst ist, füge ich die Butter hinzu und rühre die Creme so lange, bis sie sichtbar dicker geworden ist. Das hat bei mir etwa 20 Minuten gedauert. Die fertige Creme lasse ich nun auf Körpertemperatur abkühlen. Wer möchte, kann sie dann schon in den Teigboden füllen und kalt stellen. Noch cremiger wird die Zitronencreme aber, wenn sie 1 bis 2 Minuten püriert wird. Zwingend notwendig ist das aber nicht. Jetzt fülle ich die Creme in den abgekühlten Teigboden und stelle die Tarte zum Festwerden in den Kühlschrank. Für das Baiser bzw. die italienische Meringue gebe ich den Zucker in einen kleinen Topf und gieße etwas Wasser hinzu, sodass der Zucker leicht bedeckt ist. Dann erwärme ich das Wasser bei mittlerer Wärmezufuhr und löse den Zucker unter ständigem Rühren vollständig auf. Wenn der Zucker aufgelöst ist, höre ich auf zu rühren und bringe das Zuckerwasser zum Kochen. Den Sirup erhitze ich dann auf 118 bis 119 Grad, wobei ich die Temperatur mit einem Thermometer messe. Falls ihr keinen Thermometer habt, dann könnt ihr auch mit einem Löffel etwas Sirup in kaltes Wasser tropfen lassen. Die Masse sollte weich und flexibel sein und sich zwischen den Fingern leicht formen lassen. Sobald der Sirup fertig ist, gebe ich den Zitronensaft zu den beiseite gestellten Eiweißen und schlage sie zügig auf höchster Stufe steif. Dann gieße ich den heißen Sirup in einem feinen Strahl in den Eischnee, während ich diesen weiter aufschlage. Danach schlage ich die Baisermasse auf höchster Stufe weiter auf, bis sie abgekühlt ist und eine glatte und glänzende Masse entstanden ist. Dann fülle ich die Baisermasse in einen Spritzbeutel und spritze sie mit einer Rundhülle auf die Tarte. Die Tarte kann jetzt schon serviert werden. Ein Flambieren oder Backen ist nicht unbedingt erforderlich. Wer möchte, kann das Baiser noch wie hier mit einem Flambierer oder kurz im heißen Backofen leicht bräunen. Die Tarte ist nun fertig und kann aus der Form genommen werden. Dafür stelle ich die Tartform auf eine kleine Schüssel, sodass der äußere Ring nach unten abrutscht. Dann trenne ich mit einem Messer vorsichtig den Boden der Tartform von dem Mürbeteig und lasse die Tarte auf eine Platte gleiten. Da das Baiser nicht gebacken wird, sollte die Tarte entweder sofort verzehrt oder aber im Kühlschrank aufbewahrt werden. Guten Appetit!
So, das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!